In deinem Kopf tragen vielleicht 3 Schrauben aus Titan einen künstlichen Kiefer. In deiner Hüfte könnte ein Titangelenk stecken, wenn du älter bist. Im Flugzeug, das dich in den Urlaub trägt, bestehen die Turbinenschaufeln aus Titan. In den modernsten U-Booten der Welt sind die Druckkörper aus Titan. Dieses Metall ist so faszinierend, dass es seit Jahrzehnten den Ruf hat, etwas ganz Besonderes zu sein. Teuer. Exklusiv. Ein Material für Spitzenprodukte, nicht für Alltagsgegenstände. 1 Kilogramm Titan kostet etwa 30 Mal so viel wie 1 Kilogramm Stahl. Fast jeder, der davon hört, zieht die gleiche logische Schlussfolgerung. Titan muss selten sein. Genauso selten wie Gold, Platin oder seltene Erden. Diese Erklärung ist so plausibel, dass fast niemand sie hinterfragt. Und sie ist vollkommen falsch. Titan ist das 9-häufigste Element in der Erdkruste. Du findest es in fast jedem Kubikmeter Gestein, auf dem du stehst. Im Sand am Strand, in der Farbe an deiner Wand, in deiner Sonnencreme. Es ist überall. Trotzdem kostet es ein Vermögen. Warum? Die Antwort liegt nicht in der Erde. Sie liegt in einer Eigenheit dieses Metalls, die Chemiker bis heute zur Verzweiflung bringt. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Luxemburg der 1940er Jahre, wo ein Chemiker namens William Kroll das erste praktikable Verfahren erfand, Titan überhaupt aus Gestein zu befreien. Wir schauen uns an, warum dieses Metall in geschmolzener Form jedes Labor zerstört, das ihm auch nur einen Hauch Luft gönnt. Und wir klären, warum dein Körper Titan wie einen eigenen Knochen behandelt, während er jedes andere Metall angreift. Abonniere den Kanal, wenn dich die Wahrheit hinter Industriemythen fasziniert. In der Natur findest du Gold manchmal als funkelnden Klumpen im Fluss. Auch Silber und Kupfer gibt es gelegentlich in reiner metallischer Form. Titan niemals. Nicht ein einziges Mal in der gesamten Geschichte der Erde ist jemandem ein Titan Nugget begegnet. Der Grund dafür ist chemischer Natur. Titan hat eine fast obsessive Vorliebe für Sauerstoff. Sobald ein Titanatom ein Sauerstoffatom erblickt, bindet es sich so fest daran, dass diese Verbindung kaum mehr zu trennen ist. In den Hauptmineralien, die Titan enthalten, wie Rutil oder Ilmenit, steckt das Metall tief gebunden an Sauerstoff. Um aus diesen Erzen reines Titan zu gewinnen, musst du diese Verbindung mit brachialer Gewalt aufbrechen. Bei Eisen funktioniert das einfach. Du schmilzt das Erz in einem Hochofen, fügst Kohlenstoff hinzu und der Kohlenstoff reißt dem Eisen den Sauerstoff weg. Übrig bleibt flüssiges Roheisen, das man zu Stahl weiterverarbeitet. Mit Titan funktioniert dieses Verfahren nicht. Titan hält seinen Sauerstoff fester, als Kohlenstoff ihn wegreißen könnte. Wenn du es trotzdem mit der Eisenmethode versuchst, bekommst du ein sprödes, wertloses Pulver, das eher an Glas erinnert als an Metall. Der luxemburgische Chemiker William Kroll fand in den 1940er Jahren einen Weg, der bis heute der Industriestandard geblieben ist. Sein Verfahren ist kein eleganter chemischer Trick. Es ist ein logistischer Albtraum aus mehreren Schritten. Zunächst wird das Titanerz chemisch verändert und in eine hochreaktive Flüssigkeit umgewandelt, die Titantetrachlorid heißt. Diese Flüssigkeit raucht schon, wenn sie mit Luft in Kontakt kommt, weil sie mit der Feuchtigkeit in der Luft sofort reagiert. Sie muss in geschlossenen Stahlgefäßen gelagert werden. Dann kommt der eigentliche Kern des Verfahrens. In einem mächtigen, luftdicht versiegelten Reaktor wird die Flüssigkeit auf über 800 Grad Celsius erhitzt. In diesen Reaktor wird flüssiges Magnesium gegeben. Über mehrere Tage hinweg läuft dann eine langsame chemische Reaktion ab. Das Magnesium reißt dem Titantetrachlorid das Chlor weg und bindet es an sich selbst. Übrig bleibt reines Titan. Allerdings nicht in Form eines glänzenden Metallblocks, wie du ihn dir vorstellst, sondern als graue, poröse Masse, die aussieht wie vulkanisches Gestein. Techniker nennen dieses Zwischenprodukt Titanschwamm. Und genau hier beginnt die eigentliche Ingenieursleistung erst. Titanschwamm ist voller Hohlräume und Verunreinigungen. Er kann noch nicht zu Bauteilen verarbeitet werden. Um ihn in eine verwendbare Form zu bringen, muss er geschmolzen werden. Titan schmilzt bei 1660 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur würde das Metall mit jedem Molekül Sauerstoff reagieren, das ihm in die Nähe kommt, und sofort wieder unbrauchbar werden. Deshalb braucht die Industrie Vakuum-Lichtbogenöfen, gewaltige Kammern, aus denen jede Spur Luft abgesaugt wird. In diesem künstlichen Nichts zünden Ingenieure dann elektrische Lichtbögen, die heißer sind als die Oberfläche der Sonne. Nur in diesem Vakuum kann Titan geschmolzen werden, ohne sich selbst zu zerstören. Einmal schmelzen reicht nicht. Für Luftfahrtqualität wird das Metall oft 2- oder 3-mal hintereinander geschmolzen. Jedes Mal, wenn es in den Lichtbogenofen wandert, steigen Reinheit und Materialgüte.
Und jedes Mal steigt auch die Stromrechnung. Eine einzige Tonne Titan zu produzieren, verschlingt Energie, mit der du ein kleines Dorf über Monate versorgen könntest. In einer Welt, in der Strom bezahlt werden muss, wird daraus ein Preis. Warum macht die Industrie sich diese Mühe? Warum gibt es keinen günstigen Ersatz? Weil Titan eine Kombination von Eigenschaften besitzt, die kein anderes Metall in gleicher Weise vereint. Es ist etwa 40% leichter als Stahl, aber deutlich stärker als Aluminium. Es widersteht Korrosion so zuverlässig, dass es in Meerwasser über Jahrzehnte kaum rostet. Es behält seine Festigkeit bei Temperaturen, bei denen Aluminium längst eine silberne Pfütze wäre. In einem Flugzeug bedeutet jedes eingesparte Kilogramm weniger Treibstoff, weniger Emissionen und weniger Kosten über die gesamte Lebensdauer der Maschine. Über 30 Jahre kann das Einsparen eines einzigen Kilogramms Zehntausende Euro Treibstoff ersparen. Plötzlich wirkt der hohe Materialpreis nicht mehr wie eine Ausgabe, sondern wie eine Investition. In einer Turbine im Jettriebwerk muss das Metall Zehntausende Umdrehungen pro Minute aushalten, bei Temperaturen, die jede andere Legierung weichkochen würden. Titan hält. Und im menschlichen Körper offenbart Titan seinen vielleicht seltsamsten Vorteil. Das Immunsystem erkennt fast jedes Metall als fremd und greift es an. Titan lässt es in Ruhe. Knochenzellen wachsen sogar in die raue Oberfläche des Metalls hinein und verankern es dauerhaft. Dieser Vorgang heißt Osseointegration und ist der Grund, warum ein Zahnimplantat aus Titan Jahrzehnte halten kann. Für eine künstliche Hüfte, einen Kieferstift oder eine Knochenschraube ist Titan nicht teuer. Es ist alternativlos. Es gibt einen weiteren Grund, warum Titan teuer bleibt. Geografie. Die Technologie, Titan in industriellen Mengen zu produzieren, ist so komplex, dass weltweit nur eine Handvoll Länder sie beherrscht. China, Russland, Japan und Kasachstan dominieren den Markt. Wenn zwischen diesen Ländern politische Spannungen entstehen, verengen sich die Lieferketten sofort. Titan ist damit nicht nur ein Rohstoff, es ist ein strategisches Material. Wer kein Titan hat, kann keine modernen Flugzeuge bauen, keine U-Boote, keine fortgeschrittenen medizinischen Implantate in großem Maßstab. Dieser geopolitische Druck hält den Preis auf einem Niveau, das unabhängig von Vorkommen oder Nachfrage ist. Titan trägt das Gewicht internationaler Politik auf den Schultern. Wenn du das nächste Mal eine Brille mit Titangestell aufsetzt oder von jemandem hörst, der ein Titanimplantat trägt, weißt du jetzt, was du wirklich in der Hand hältst. Keinen seltenen Schatz, sondern ein Material, dessen Preis nichts mit seiner Häufigkeit zu tun hat. Titan liegt unter deinen Füßen, in fast jedem Strand der Welt, in fast jedem Berg. Was es teuer macht, ist nicht sein Vorkommen. Es ist seine Weigerung. Seine Weigerung, sich vom Sauerstoff zu trennen. Seine Weigerung, in normaler Luft zu schmelzen. Seine Weigerung, mit den Werkzeugen gewonnen zu werden, die für andere Metalle ausreichen. Wir zahlen nicht für das Material. Wir zahlen für den Widerstand, den dieses Material uns bei seiner Gewinnung entgegensetzt. Und genau dieser Widerstand ist es, der Titan so wertvoll macht, sobald es einmal in seiner reinen Form vor uns liegt. Ein Metall, das sich in der Erde nicht fassen lässt, widersteht auch in der Welt dem, was andere Metalle zerstört. Der Korrosion, der Ermüdung, dem Versagen. Manchmal ist der Preis eines Materials nicht das Spiegelbild seiner Knappheit, sondern das Spiegelbild seines Charakters.